Aber Darksiders. Gleich wieder. Ja. Darksiders 3 ist aber ein geiles Game. Ich hab jetzt noch, aber das Spiel, was ich dir gezeigt hab, ne? Hol dir das auch mal, dieses Dead Red Redemption 4 da. Oder nicht Redemption, hier dieses eine. Dieses Dark Redemption Dingens. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Dead Rising 4 da. Ja. So viel Money habe ich nicht. Ja, das kostet 20 Euro. Ja, das kostet 20 Euro. Trotzdem, Alter. Ich muss noch für 26 Euro mit einer AK kaufen. So. Was für eine AK? Ein Skin für die Waffe. AK Vulcan, Fabrik neu. Eine AK? Ich bin jetzt hier in dieses Level, kann ich dir gleich mal zeigen. So, warte mal, ich komme gleich wieder rein. Oh. Leck mich doch, ey.
Darksiders 3 Story Deutsch. Fury then finds the Sin Pride outside of an old church. Fury tries to attack her, but her weapon finds no purchase. Pride tells Fury that she isn't worthy to fight her, and that perhaps when the other Sins are defeated, she will be then, but doubts that she'll make it that far.
Pride then leaves through a portal that remains left open until such a time that Fury is worthy to fight her. As Fury continues to travel across the earth in search of the next sin, she's quite vocal about her distaste for humanity. She claims that they held the fruit of creation, but all they did was squabble among each other. She doesn't understand what the Creator saw in them. Fury does, however, find Sloth, and much like the other sins, dispatches of him and imprisons him within the talisman. Shortly after, Fury finds an outpost of angels and decides to pay it a visit in search of justice for Rampage. There she meets the Archangel Lucille, who she accuses of betrayal and slaying her Steve. He tells her to look around the rundown encampment of angels around her, that they can barely protect themselves, let alone wage a war with a horseman. He says he knows not of what happened to her Rampage, but he wants to strike a deal with Fury. He tells her that the sin Lust is nearby, and that some unknown demon has granted her a power that brings angels and demons alike back from the dead as undead, that the angels now war with demons and their undead kin. He says that if Fury takes care of Lust, he will help her within his power, and then grants her the crossblade as a gesture of goodwill. Fury finds Lust, and before the fight begins, gunshots pierce into Lust and she falls to the ground. Fury turns around to see the horseman Strife wielding his guns, as well as her two other brothers, War and Death. It's as though the horsemen are reunited. Her brothers tell Fury about how it is her rightful place to lead the horsemen, and that they pledge to serve her in leading in a new age on Earth. It is everything Fury has desired. It is then that she sees her way through Lust's illusion used to destroy. Oh, ich hab den falschen Weg genommen, ich doof, Mann. Kannst du, ich hab gerade Live-Aufnahme an, kannst du mal gucken. Ich hab den falschen Weg genommen. Ich hab den falschen Weg genommen. Ich musste so unten lang. Aber da ist wieder... Hä? Ja, ich habe gerade den falschen Weg genommen. Hier unten ist ein Endgegner, da musste ich hin. Aber das ist wieder so ein Endgegner, Alter, wo man sich am liebsten vergraben möchte. Ja, kannst du mal gucken, Alter. Ich weiß nicht, ob er den schafft. Ja, das ist so eine Art Mistkäfer, Alter. Ich weiß nicht, ob man den überhaupt irgendwie schaffen kann, ne?
Ich habe gerade schon lecker Hähnchenauflauf gegessen. Ja, moin. Ach, normal. Man gönnt sich ja sonst nichts. Wieso muss ich immer an so scheiß Endgegner geraten, Alter? Ja, und dann immer so scheiß Mist fliegen, Alter. Wo man nicht weiß, was man da machen muss. Aber fuck, der kleine fucking Monsterviecher. Kannst dir das Viech mal angucken, ey. Das ist ja richtig brutal, oh Baby, Alter. Ich weiß nicht, wo die fucking Monster immer herkommen. Und dann weiß nicht, was du da machen sollst. Und die ziehen immer so viele Leben ab. Erhöhte Lebenskraft. Ja, erhöhte Lebenskraft bringt mir aber nichts, wenn ich ja ständig sterbe. Ich brauche erhöhte Liebeskraft. Wenn du willst, können wir ja gleich nochmal eine Runde Black Ops zocken. Och, ja, können wir. Ich versuche nochmal diesen Fuck. Sei gegrillt, das wird uns beiden Spaß machen. Wie du willst, lass dir Zeit. Aber Darksiders 3 ist schon irgendwie geil. Sorge dafür, dass sie schreien. Von Darksiders waren eigentlich alle Teile geil, oder? Nur wenn man das erste Mal zockt, dann weiß man nie, was man machen muss. Das ist Guck dir mal dieses Monster hier an. Was ist das? Ein Mistkäfer oder eine Arschgeburt? Alter, ich bin doch keine Mistkäfer, Alter. Guck dir mal dieses geflügelte kleine fucking Monsterviech da an, Alter. Das ist kein normaler Zustand hier. Dann kommen ja so fucking Viecher, Alter, die hier ständig explodieren irgendwie.
ist kaputt, Alter. Auf einen Er ist würdigen richtig Gegner kaputt. zu treffen, um ihn unausweichlich zu vernichten. Bei so viel Eigenlob solltest du dir lieber die Nase zuhalten. Und wie gewinnst Ich hab du ihn es zu kaputt lösen, gemacht, den meine kleinen Wichser. blutdürstige Mann, Mann, Alter, man trifft hier immer auf Viecher, die mein Leben am liebsten irgendwie aus dem Weg gehen soll. So, ich brauche jetzt erstmal Leben. So ist gut. Leben aufgefüllt und schon bin ich wieder startklar für den nächsten Morgen. So, aber trotzdem bin ich kein Stück weiter alter wie vorher. Er zeigt mir immer, Alter, ich soll hier irgendwie in den Kreis gehen. Ah. Dieses kleine fucking Monsterviech, Alter. Na, die satt dem für eine Scheiße hier. Mann, ich drehe hier durch. Ey. Bist du noch da? Ja, das ist hier so leise, ey. Das ist ja schon unheimlich, ey. Das ist immer noch geil, Alter. Ich hab jetzt die zweite goldene Waffe. Hier wie heißt die, diese VPR-17, die diesen 17 am Ende hat. Jetzt muss ich noch 3 Waffen muss ich jetzt noch auf Gold machen. Einmal die KN-57. Die KN-57 muss ich jetzt noch auf Gold machen. Dann hier diese eine Knarre.